Ich war nur für die Verkabelung zuständig. War kein Problem. Wir hatten ja unsere Pläne, von wo nach wo. Und man kam überall gut ran. Bequeme Treppen überall hin. Ein Fahrstuhl sogar zu den Leitständen rauf. Nur oben die Hörner, die hatten für mich keinen Sinn. Die haben mich manchmal schon sehr gestört. Es war eine Idee von jemandem aus dem Vorstand, sagte man. Die haben immer irgendwie dämonisch ausgesehen. Da haben wir keine Leitung raufgelegt. Da gab es auch keine Pläne für. Und man wusste auch gar nicht, wie man darauf kommen sollte. Wie sie die überhaupt da oben hin montiert haben, ist mir immer noch ein Rätsel. Anfangs waren sie mir ein bisschen unheimlich. Aber dann gewöhnt man sich dran. Auch an die Wege zwischen den einzelnen Türmen, da kam man nur mit dem Radlader voran, durch diesen komischen Schutt. So sperrig und außerdem noch scharfkantig. Regelrecht zerfetzt schien das Blech zu sein, was da rumlag. Ich bin froh, dass der Radlader niemals schlapp gemacht hat unterwegs. Aussteigen auf halber Strecke hätte ich nicht mögen. Der Schutt lag ja Meter hoch. Wie die Türme da überhaupt festen Halt fanden, weiß ich nicht. Ist ja nie was passiert zum Glück. Die Radlader kamen immer gut durch. Haben ja Vollgummireifen. Vollgummi. Die Türme sollen ja irgendwas geliefert haben für die Werke, wo du die Schornsteine siehst und wo der Qualm aufsteigt. Wie in diesen Türmen etwas produziert wurde? Keine Ahnung. Nur ein Rauschen war stetig in den Rohrleitungen. Es klang jeden Tag ein bisschen anders, ein bisschen höher im Ton. Und manchmal wehte uns ein Geruch an, wie nur frisch gepflückte Himbeeren ihn haben. Die Leute in den Leitständen haben vielleicht mehr gewusst als wir. Aber sie haben nie was gesagt. Ich habe ja auch nicht gefragt. Diesmal haben sie uns hierher zur Recreation geschickt. Und ich sage dir, auf diese Erfahrung würde ich gerne verzichten. Recreation nennen sie es jedes Jahr, aber es geht gar nicht um Erholung. Sie wollen nur unseren Mind öffnen, damit die Unternehmensziele freien Eintritt haben. Gut, das wollen sie an jedem Tag des Jahres. Aber ich finde, mit dieser Recreation sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Dieses Bauwerk muss in der Sierra gelegen haben. Jedenfalls hatte ich auf der Hinfahrt im Bus diese Idee. Wir fuhren ja in der Nacht und die Ortsschilder in den Dörfern und die Wegweiser waren alle verhängt. Aber ich war mit meiner Frau schon mal in der Sierra gewesen. Deswegen war mir die Landschaft nicht unbekannt. Auch wie die kleinen Häuser gebaut waren. Das hatte ich schon gesehen, vor Jahren. Als wir ankamen, war es noch dunkel. Wir gingen über nackten Fels vom Parkplatz zu der Wand mit den ägyptischen Schriftzeichen. Da ist der Eingang. Wir warteten auf den Hausmeister und gegen den helleren Himmel konnten wir ein paar Konturen des Gebäudes schon erkennen. So ein Fabelwesen mit Hörnern und Flügeln und Netze an riesigen Gestellen aufgespannt, als sollten sie Himmelskörper auffangen. Soltan wartete in der Halle schon auf uns, hieß uns willkommen. Er sei der Leiter dieses Centers, bla und bla. Bisschen Obst stand auf den Tischen, Crackers, Selters. Unsere Apartments hatten keine Fenster, waren aber angenehm klimatisiert. Ich bin dann rasch eingeschlafen nach der langen Reise und habe wild geträumt. Wir hatten ja die Auflage, alle Träume aufzuschreiben, von der ersten Nacht an. Sofort nach dem Aufwachen. Dafür lagen ein Stift und ein Block mit dem Firmenlogo gleich neben dem Bett. Ich kannte das schon von früheren Recreations. Ich nahm also den Block, aber da war mein Traum total weg. Nur eins wusste ich noch. Ja, ich war in der Sierra. Und in den Tälern war Krieg. Nur hier oben war es still. Das schreibe ich nicht auf, dachte ich. Lohnt sich nicht. »Hallo«, rief eine Stimme. Und als ich nicht gleich antwortete, mehrmals. »Hallo, hallo.« Ich öffnete.
Ihren Traum bitte, sagte ein Mann, der wie ein Kellner gekleidet war. Ich habe nicht geträumt, antwortete ich ihm und schloss die Tür. Es klopfte wieder, kaum dass ich mich angekleidet hatte. Das Frühstück ist draußen angerichtet, sagte der Kellner. Durch einen Vorhang aus Perlschnüren verließ ich das Gebäude und trat wieder auf diesen nackten Fels. Hellbraun lag er im Licht. Die anderen saßen schon an kleinen Tischen. Als ich Platz nahm, stand Soltan auf. »Guten Morgen allerseits.« »Guten Morgen«, antworteten wir, fast im Sprechchor. »Sie alle wollen uns weismachen, Sie hätten nichts geträumt«, rief er und wies auf das Gebäude, in dem wir die Nacht verbracht hatten. Wir folgten seiner Geste mit den Augen, und da war nichts. Die Treppen, die Netze, die Fabelwesen mit den Flügeln, die ich eben, als ich durch die Wand mit den ägyptischen Schriftzeichen ins Freie getreten war, aus den Augenwinkeln noch gesehen hatte, waren verschwunden. Auch die Wand mit den Schriftzeichen war weg. Stattdessen war da dieser hellbraune, in Jahrtausenden vom Wetter glattgewaschene, nackte Fels. Und der Kellner? Fragte ich mich mit einem kleinen Schrecken. Doch der stand ruhig an Soltans Tisch, mit einer Thermoskanne in der Hand. Ich dachte, ob es Soltan ist, der in der Firma die Fäden zieht? Ist er der Joker aus dem Vorstand, der diese komischen Hörner an unsere Türme montieren ließ? Vielleicht hat Soltan auch diesen Palast bauen lassen, in dem wir die Nacht verbracht haben, und ihn gerade wieder weggezaubert. Quatsch. Niemand kann zaubern, dachte ich und nahm einen Schluck Kaffee. Sofort spürte ich einen starken Brechreiz. Ich hastete ein paar Schritte vom Tisch weg. Kein Baum, kein Strauch war in der Nähe. So erbrach ich den Kaffee und etwas bitteren Magensaft vor aller Augen auf dem Fels. Als ich mich wieder aufrichtete, stand der Kellner hinter mir und reichte mir 2 Servietten, während die anderen schon zum Parkplatz gingen. Im Bus war meine Übelkeit verflogen. Ich war ganz klar. Durchs Fenster sah ich, dass die Landschaft hügelig, aber in keiner Weise auffällig war. Nur, dass die Ortsschilder und Wegweiser immer noch verhängt waren, mit einer gelblichen Folie. Das konnte einem auffallen. Wenn ich abends heimfuhr mit dem Radlader, sahen die Türme manchmal aus, wie von dem Licht einer anderen Galaxis angestrahlt. Da habe ich manches Mal gedacht, ist schon ein toller Arbeitsplatz, den du hier hast. Aber wenn meine Frau mich fragte, was macht ihr da in euren hässlichen Türmen, dann wusste ich keine Antwort. Außer, ich verdiene doch unser Geld, oder? Aber ehrlich gesagt haben wir immer gewusst, dass mal was Größeres passieren kann. Jürgen musste immer Fotos machen. Wir standen noch und überlegten, wie wir den ganzen Schrott hier unten lagern könnten. Da saß Jürgen schon in unserem Arbeitskahn und knipste. Ist eigentlich verboten. Aber wir waren ja quasi unter uns. Wir sehen ziemlich sachverständig aus auf diesem Foto, findest du nicht? Wie eine Expertencrew. Aber auch verloren, finde ich. Worauf wir uns da vorbereiteten, das sollte ja nie passieren. Als wir dann aus der Höhle wieder rausfuhren, mussten sich 6 Leute vorne in die Schaufel von dem Radlader quetschen. Eng, aber besser als bis zum Bauch im Wasser. Zum Schluss ging alles ziemlich schnell. Naja, für uns war gesorgt, als es dann passierte. Wir wurden sofort aus unserer Werkstatt evakuiert und in dieses Objekt gesetzt. Schick, oder? Die haben sich schon was einfallen lassen. Und uns ja auch immer gesagt, dass mal sowas passieren kann. Da kann man sich nicht beschweren. Auf unsere Türme und die Industriebetriebe nebenan habe ich nur einen kurzen Blick geworfen. Der Schutt liegt jetzt wohl noch ein paar Meter höher als zu unserer aktiven Zeit. Jetzt ist davon nichts mehr zu sehen. Wir sind weit weggetrieben. Das weite Wasser wirkt so friedlich. Ich will nur hoffen, dass meine Frau und die Kleinen jetzt auch in so einem Objekt sitzen wie wir.
Wir haben jetzt erstmal unsere Arbeitsanzüge alle ausgezogen. Die waren ja ganz dreckig und nass. Helme, Spritzschutz, säurefeste Stiefel, alles weg. Zivilkleidung war genug an Bord. Ein halbes Kaufhaus. Da war für jeden was dabei. So in Zivil sehen wir uns mit anderen Augen an. Wir sind raus. Wir schweben über der Welt. Einige telefonieren noch oder suchen was im Internet. Aber wir wissen alle, dass es hier kein Netz gibt. Vielleicht brauchen diese Kollegen das für den Übergang, dieses Nesteln an der Nabelschnur. Oder sie fangen nach Tagen oder Wochen vielleicht doch mal ein Signal auf. Irgendwann müssen wir ja wieder Verbindung kriegen. Irgendwann muss unser schönes Raumschiff ja mal wieder runterkommen. Damit ich meine Frau wieder sehen kann und die Kleinen. Wir müssen ja mal wieder was aufbauen. Eilig haben wir es aber nicht. Leben können wir hier ewiglich. Ein sanftes Licht durchstrahlt unsere gläserne Gondel. Es wärmt meine Knochen und macht mich stetig leichter. Wenn ich jetzt die Treppe raufgehe in die Minibar, berühren meine Füße kaum die Stufen. Ich sitze in der Bar und blicke über den Ozean. Es könnte ewig so weitergehen, meinetwegen. An der Bar trinke ich manchmal Grappa, aber davon wird mein Kopf eher klarer, wenn bloß kein Land in Sicht kommt.